Im heutigen Video sind wir im Großraum Hannover unterwegs. Wir testen nämlich die ganz neue S-Bahn S6, auf der ein Siemens Mireo Smart fährt. Und wir fahren von Celle über den Hauptbahnhof nach Hannover Flughafen. Und vom Hannover Hauptbahnhof nutzen wir eine alte S-Bahn, die S5. Und das ist ein Stadler Flirt 3XL. Wir lassen die beiden Züge also gegeneinander antreten. Und wir fahren in der ersten Klasse, schauen uns aber die zweite Klasse auch an. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade auf dem Weg nach Celle bei Hannover, denn ich habe heute für euch ein spannendes Duell vorbereitet. Wir wollen nämlich die neue S-Bahn gegen die alte S-Bahn in Hannover antreten lassen. Denn die neue S-Bahn, die von Siemens hergestellt wurde, das ist ein Siemens Mireo, die fährt nur von Celle nach Hannover. Und ja, dann fahren wir halt mit dem Siemens Mireo von Celle nach Hannover. Und von Hannover nehmen wir dann den Konkurrenten, nämlich eine Stadler S-Bahn mit der Seriennummer 427 vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Wir fahren in der ersten Klasse, aber bestimmt können wir auch die zweite Klasse uns anschauen. Ich versuche alles ordentlich und detailliert für euch aufzunehmen. So, auf geht's nach Celle. Ich bin nun gut in Celle angekommen und da steht schon unser schöner Zug. Da ist er. Siemens Mireo Smart. Schauen wir uns doch mal die Front von ihm an. Da sieht man es, SBH, S-Bahn Hannover. Und so sieht er von vorne aus. Sieht schon richtig toll aus. Und da unten sehen wir die Baureihe 3464. Ist schon schön. Und so sieht es in Celle aus. Ist gerade nicht so viel los hier. Ach, wie witzig. Die Bahnsteige, die Überdachung haben andere Farben. Links ist blau, in der Mitte ist gelb und hier ist rosa. Ist schon schön. Und jetzt wollen wir unseren neuen Zug aber mal erkunden. Hört ihr das Piepen? Kommt da raus. Und hinein. Yeah. Klappsitze. Anzeigetafel. Ja, einmal nach Hannover bitte. Hier ist auch noch eine Anzeige. Wir sind noch früh dran. Jetzt testen wir mal die Sitze. Die sehen wirklich bequem aus. Hier haben wir einen Vierersitz. Richtig gut. Zeit zum Hinsetzen. Das ist übrigens die zweite Klasse. Gleich schauen wir uns noch die erste Klasse an. Hier geht es erstmal los mit einem Mülleimer. Leer. Und unter dem Sitz finden wir tatsächlich eine Steckdose und USB-Ports. Der ist aber bequem. Der zweite Klasse Sitz wunderbar. Also bisher fühle ich mich hier unglaublich wohl. Und es ist draußen ca. 25 Grad warm. Und hier drin vielleicht nur 20, weil die Klimaanlage ist echt super. Also hier kann man es gerade optimal aushalten. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Wir wollen ja noch in die erste Klasse. Ich gehe noch mal in die falsche Richtung, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie die S-Bahn überhaupt aussieht. Hier ist noch mal ein Mehrzweckabteil und da steht Nichtraucher. Und jetzt muss hier irgendwo die Toilette sein. Die ist hier. Die testen wir mal. Hui. Hallo. Oh, das sieht aber gut aus hier. Schön sauber. Funktionierst du? Ja. Nein. Ja. Und jetzt Wasser. Also bisher bin ich echt begeistert. Es ist alles top und sauber
Wie kann das sein? Weiter so. Jetzt geht's in die erste Klasse. Achtung, Stufe. Da ist die erste Klasse. Aber es steht ja gar nichts dran. Wie schade. Und hinein. So sehen die Sitze der ersten Klasse aus. Ich kann irgendwie keinen Unterschied feststellen. Okay, da ist eine 1. Aber irgendwie sieht das alles ganz normal aus, so wie in der zweiten Klasse. Testen wir mal, ob wir mehr Sitzkomfort haben. Also ist genauso gemütlich, aber das sieht ziemlich gleich aus. Ich kann beide Sitze der ersten und zweiten Klasse filmen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, ob wir einen Unterschied finden. Da ist die erste Klasse. Und da ist die zweite Klasse. Ich habe den Unterschied gefunden. Hier. Da. Die Kopflehne ist anders. Man kann seinen Kopf dort besser platzieren. Und hier, in der zweiten Klasse, ist sie einfach gerade. Na, das ist jetzt aber nicht so ein großer Unterschied. Nur, dass man den Kopf hier fester hinsetzen kann. Aber ich habe noch was Kleines gefunden. Beinfreiheit-Test. Da ist in der ersten Klasse ein Tisch. Komm. Plupp. Das ist gut. Nachher habe ich bestimmt Durst. Und wieder hoch. Und da kommt der Beinfreiheit-Test. Ich habe unglaublich viel Platz. Sehr, sehr schön. Ich habe noch einen Unterschied zur ersten und zur zweiten Klasse gefunden. Hier ist eine Lehne. Da ist in der Mitte eine Lehne. Das ist jetzt die erste Klasse. Ihr seht es, die andere Lehne am Kopf. Und in der zweiten Klasse gibt es keinen Trenner der Sitzplätze. Mensch, das sind ja echt gigantische Unterschiede. Hier in der ersten Klasse gibt es natürlich auch eine Steckdose und USB-Ports. Zudem finden wir eine eigene Anzeigetafel nur für die erste Klasse. Und hier oben ist noch eine Gepäckablage. Sehr praktisch. Die geht sogar rüber bis in die zweite Klasse. Und so ist der Blick aus der ersten Klasse. Ist schon schön. Also, Top-Zug. Ich bin gespannt auf die Beschleunigung. Wir haben ja schon einige feste Features gefunden. Jetzt schauen wir mal nach Software. Mal gucken, ob wir WLAN haben. Ich habe WLAN gefunden. SBH Free Wi-Fi. Klicken wir drauf. Was passiert? Wir sind verbunden. Und nochmal. Sind wir schon drin? Sieht gut aus. Da kommt ein Portal. Was möchte es uns sagen? Da ist die Übersichtskarte der S-Bahn Hannover. Schon mal sehr schön. Und da unten ist der Button Verbinden. Klicken wir drauf. Wir sind verbunden. Ja, wir sind verbunden. Machen wir doch gleich mal einen Speedtest, obwohl wir noch im Bahnhof stehen. Los geht's. Eieiei. Nur 4 Mbits. Das ist aber schwach. Naja, die halbe Stunde Fahrt sollte reichen, um ein paar Nachrichten zu schreiben. Ich habe noch ein paar tolle Daten über den Zug selbst. Also, der ist 69 Meter lang und maximale Geschwindigkeit ist 160 km/h. Das bietet sich natürlich an, weil unsere Strecke von Hannover nach Celle lässt 160 km/h zu. Und unser dreiteiliger Zug kann sogar zu 12-teilig werden. Richtig cool. Gesamtsitzplätze sind 214 und in der ersten Klasse davon sind 12. Ja, kann man schon aushalten. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten nördlich von Hannover in Celle. Von Celle nehmen wir die S6, den Siemens Mireo Smart, um zum Hauptbahnhof in Hannover zu kommen. Vom Hauptbahnhof Hannover nutzen wir die S5, den Stadler Flirt 3XL, um zum Flughafen zu kommen. Der Flughafen ist nordwestlich. Da ist er. HAJ.
Ausfahrt aus Celle. Genießen wir die Beschleunigung. Werte Fahrgäste, das Team der S-Bahn Hannover begrüßt Sie auf der Fahrt von Celle nach Hannover über Burgdorf. Bitte beachten Sie beim Ausstieg auch auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Vielen Dank. Dort seht ihr es, unser Streckenabschnitt hat zulässige Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Mal gucken, wie schnell wir werden. Noch sind wir nicht ganz so schnell. Hier kommt ein kleiner Witz. Ich habe diesen Button am Bahnsteig gefunden. Da steht Zugspitze drauf und ich sitze gerade in der Zugspitze. Haha. Weil hinter der Tür sitzt nur noch der Lokführer in der Zugspitze. Bisher ist die Fahrt sehr ruhig. Aber wir fahren ja auch noch nicht schnell. Mal gucken, wann es richtig losgeht. Jetzt gibt er Gas. Genießen wir die Beschleunigung. Mal gucken, ob ich die Geschwindigkeit tracken kann. Bisher haben wir 105 km/h und er beschleunigt weiter. 115, 120. 130, 140. Anscheinend bleibt es bei 140. Aber so sehen 140 km/h im schönen Siemens Mireo Smart aus. Übrigens, wir fahren mit ganz normalem Strom. Es gibt diesen Zugtyp sogar auch als Akkuzug und auch als Wasserstoffzug. Tja, jetzt fahren wir 130. Wir stellen fest, 140 ist unsere Top-Geschwindigkeit, weil dieser Streckenabschnitt hier ist der längste ohne Zwischenhalt. Wir werden schon wieder langsamer. So habe ich die Geschwindigkeit festgestellt mit einem kleinen GPS-Tracker. Zugspitze! Und wenn ich mich nach links drehe, ist mein Blick so. Wie wir festgestellt haben, haben wir 12 Sitzplätze in der ersten Klasse. Kommt hin! Unser Zug besteht übrigens aus 2 dreiteiligen Zügen. Also wir haben so gesagt 6 Waggons. Und ich sitze halt ganz vorne. Unser erster Halt ist Elershausen. Da wir in so kurzer Zeit schon so viele Features herausgefunden haben, wird es Zeit, um anzustoßen. Das hier ist echter Red Bull aus Thailand. Den Thailändern gehört nämlich das Red Bull, was wir kennen. Und das hier ist fast die Originalrezeptur, hat bloß mehr Zucker als unser Red Bull, keine Kohlensäure und weniger Koffein. Aber sie haben hier ein bisschen Koffein reingemacht. Probieren wir es. Prosit auf eine tolle Zugfahrt und ein tolles S-Bahn-Duell. Oh, das ist aber süß. Irgendwie ungewohnt, ohne Kohlensäure, aber in Thailand mag man das halt gerne so. Ich mag es. Es gibt so tolle Websites oder Apps, wo man Züge mit tracken kann. Und hier tracke ich gerade unseren Zug. Da seht ihr sie. Da ist die S6, in der wir gerade sitzen, und die fährt einmal zum Hauptbahnhof Hannover. Und das stimmt sogar, wir sind gerade aus Elershausen raus. Die Seite heißt GeoPS. Voll cool. Das Witzige ist, ich nutze diese Seite, um zu gucken, ob ich bei mir zu Hause nicht an den Bahnschienen stehen muss. Der nächste Halt ist Oze. Ich glaube nicht, dass ihr von diesem Ort schon mal gehört habt, aber er klingt lustig. Haha. Das spricht man übrigens wirklich Oze aus. Oze. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da kommt Oze. Gerade noch mit Schallschutzwand. Oze Bahnsteig.
Schön neu. Sieht gut aus. Ah, sehen wir das Schild? Nein, wir haben es ganz genau verpasst. Kommt noch eins? Da ist eins, Oze. Noch eins? Da sehen wir es, da ist Oze. Willkommen in Oze. Also der thailändische Red Bull, der hat irgendein spezielles Gewürz. Das schmeckt so, als wenn man den Weihrauchgeruch in einem Tempel genießt. Also sehr gut. Freue ich mich, dass ich das im Laden gefunden habe. Also das ist schon schön hier. Wir sind gefühlt mitten im Nichts. S6 nach Hannover Hauptbahnhof. Ah, die Ansage möchte uns nicht mehr erzählen. Nur, dass wir in der S6 sitzen. Jetzt Power. 140 km/h. Also die Fahrt hier drin ist wirklich angenehm. Die Bahn wackelt nicht, die ist einfach ganz ruhig und ganz leise. Also Top-Zug, macht richtig Spaß. Wir haben Bonusfahrzeit. Ein Zug versperrt unser Gleis. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen. Wir kommen heute also später pünktlich. Einfahrt in Hannover Hauptbahnhof. Ach, unser Zug ist übrigens tiefer als der Bahnsteig, deswegen Vorsicht Lücke. Da ist schon der Bahnsteig. Und hinaus! So, 6 Minuten zu spät. Jetzt muss ich es in 10 Minuten schaffen, von Gleis 14 zu Gleis 2 zu kommen, weil von dort aus fährt meine S-Bahn zum Flughafen, die S5. Sollte aber kein Problem sein. Da ist eine schöne Westfalenbahn, mit der bin ich auch schon mal gefahren. Da habe ich ein Video über die erste Klasse gemacht. Verlinke ich euch. War auch eine tolle Zugfahrt. Wow, der andere Zugteil von unserer S6 war richtig voll. Wir hatten richtig Glück. Also Mireo war schon mal echt stark. Einmal rechts herum zu Gleis 2. Gleis 2 gefunden. Da geht's hoch. Wir sind richtig. Um 14:35 Uhr geht es weiter zum Flughafen. Ach, hier ist noch eine coole neue Anzeigetafel. Da. S5 in 9 Minuten. Einfahrt S5. Habt ihr es gesehen? Baureihe 427 und die erste Klasse ist gleich links. Perfekt. Aber Tür kaputt. Verdammt. Ab in die erste Klasse. Hinein. Oh, das sieht sehr angenehm hier aus. Wohl temperiert, wunderbar. Da sehen wir es. S5 zum Flughafen. Und so sehen die Sitze aus. Schon bequem. Und ein Trenner in der Mitte. Und außen noch einer. Sehr bequem. Ein kleiner Mülleimer ist auch da. Hier haben wir auch 12 Sitzplätze. So wie im Mireo. In der S-Bahn haben wir aber keine USB-Ladeports. Wir haben nur eine einzige Steckdose für 2 Sitzplätze. Oh, wir sollen zu spät losfahren. Okay, macht nichts. Also die Sitze sind wirklich bequem. Kann man gut aushalten. Sehr schön. Und jetzt gucken wir, ob wir WLAN haben. Ach nee, genießen wir die Ausfahrt aus Hannover. Freunde des Singles von Hannover heißt Sie herzlich willkommen in der S5. Von Hannover Hauptbahnhof nach Hannover Flughafen über Lagenhagen bitte. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Jetzt habt ihr mal die Ansage gehört. Und das war keine Computerstimme. Das war eine echte Menschenstimme. Ja, die beschleunigt schon ordentlich. Jetzt suchen wir aber erstmal WLAN. WLAN gefunden. Klicken wir drauf. Na, wir sind verbunden. Nächster Halt. Hannover, Nordstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Einmal anmelden.
Da ist noch eine Übersicht, wo wir hinfahren, zum Flughafen. 13:53 Uhr sollen wir ankommen und verbinden. Na, machst du was? Los. Das dauert aber. WLAN ist verbunden, machen wir einen Speedtest. Anscheinend drosseln die das WLAN auf 4 Mbit, weil in der vorherigen S-Bahn hatten wir auch nur 4 Mbit. Naja, reicht zum Nachrichtenschreiben. Videos kann man auch zu Hause gucken. Aber immerhin gibt's WLAN. Was sehr schön gemacht ist, ist die Anzeige. Wir sehen direkt, welche Bahnen, Busse von dem nächsten Bahnhof losfahren. Wir sind gerade in Hannover Nordstadt. Ich habe mal wieder die Karte der zulässigen Höchstgeschwindigkeit rausgesucht. Scheinbar dürfen wir ab und zu mal 120 und ab und zu mal 200 fahren. Ob das für uns gilt, weiß ich nicht. Aber ich rechne einfach mal damit, dass wir nur 120 fahren dürfen. Die genaue Bezeichnung unserer S-Bahn ist gerade Stadler Flirt 3XL mit der Baureihe 427. Eigentlich dürfen wir 160 km/h fahren, aber ihr habt es gerade gesehen, wahrscheinlich werden es nur 120 km/h. Und auch dieser Zug ist wieder dreiteilig. Da wir leider kein Portal haben, wo wir eine Übersicht der Route sehen, nutzen wir wieder GeoPS, um zu schauen, wo wir denn gerade sind. Da ist unsere S5. Wir erreichen nun den Bahnhof Hannover-Ledeburg. Beziehungsweise auf der Karte sind wir schon weitergefahren. Wir fahren nämlich gerade erst in den Bahnhof rein. Also die Daten sind nicht so ganz genau, aber sie dienen immerhin zur Visualisierung. Also was ganz wichtig ist, hier ist immer Alkoholverbot in jeder S-Bahn von Hannover. Und da seht ihr das Schild und natürlich ist auch Rauchverbot. Die Beleuchtung ist auch angenehm. Und wir haben sogar Ablagefächer oben. Sehr schön. Ich fühle mich hier wohl. Langhagen Mitte ist ein etwas größerer Bahnhof oder sagen wir ein etwas besser angeschlossener Bahnhof. Hier fahren sogar auch mal ein ICE, ein Intercity und sogar auch ein Metronom. Einfahrt in Langhagen Mitte. Ach, da ist sogar gleich ein Metronom. Der hält hier und fährt weiter bis nach Uelzen. Jetzt habe ich das erste Klasseabteil für mich komplett alleine. So sieht es hier aus. Ist schon nicht verkehrt. Aber jetzt testen wir die zweite Klasse. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, schön weich. Auch eine Steckdose. Ein kleiner Mülleimer. Eine Ablage. Hier ist ein bisschen anders. Nicht ganz so steil wie in der ersten Klasse. Tür gesperrt. Also das kann man auch gut aushalten. Achtung, Stufe. Und wieder zurück. Achtung, Stufe. Also auch diese S-Bahn finde ich absolut toll. Sie ist bequem, sie ist ruhig. Ich habe nichts zu beanstanden. Ich genieße die Fahrt. Der nächste Bahnhof ist schon der Flughafen. Geht echt schnell. Die Fahrt dauert echt nur 17 Minuten. Aus der Mitte der Stadt bis raus zum Flughafen. Also die Anbindung zum Flughafen ist absolut top. Gleich sollten wir noch ein bisschen schöne Landschaft sehen, weil wir jetzt über eine Brücke fahren. Schade. Ich dachte, wir haben freie Sicht. Naja, kommt bestimmt noch. Aber immerhin ist es schön grün hier. Das war die Autobahn A352. Ja, jetzt sind wir auf dem hohen Bahndamm. Ich würde euch gerne sagen, wie schnell wir sind, aber ich bekomme einfach kein GPS-Signal. Aber gefühlt fahren wir nur 60 oder 80 km/h. Tja, hier gibt es nur Wiesen und Pferdekoppeln. Einfahrt in den Flughafen Hannover.
ist eingleisig hier. Okay, die Bahn wendet ja hier auch. Also sie fährt rein und dann wieder raus. Jetzt wird's dunkel. Na, wann kommt der Bahnsteig? Noch nicht. Ach, da war rechts gerade ein Pfeil. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da ist der Bahnsteig. Sieht schon schön aus. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und hinaus. Hannover Flughafen. Einmal zurück zum Hauptbahnhof um 15:06 Uhr. Hier ist nochmal unsere schöne S-Bahn. Baureihe 427. Sehr schön. Und in 13 Minuten fährt sie zurück nach Hameln. Hier oben seht ihr den gelben Streifen. Das ist unsere erste Klasse, wo ich gerade drin war. Nun ist unsere Fahrt von Celle zum Hannover Flughafen vorbei. Und ja, wir haben 2 tolle Züge gesehen. Welchen Zug fandet ihr denn besser? Den Siemens Mireo Smart oder den Stadler Flirt 427? Den Stadler Flirt 3XL 427, wenn wir ganz genau sind. Also mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Beide finde ich sehr gemütlich. Ich kann die S-Bahn Hannover nur empfehlen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Mitglied auf meinem Kanal. Ich habe nämlich schon echt viele Videos vorbereitet, die erstmal nur für Business-Class-Mitglieder sind. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.